In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man diese einfache Star Wars Torte macht. Als erstes decken wir die Torte mit schwarzem Fondant ein. Rolle ihn etwa 3 bis 5 mm dick aus. Damit der Fondant besser an der Ganache klebt, habe ich sie mit etwas Wasser eingestrichen. Es ist etwas einfacher, den Fondant anzuheben, wenn du ihn über deinen Rollstab legst. Lege den Fondant nun mittig auf deine Torte, sodass alle Seiten bedeckt sind. Streiche die Torte oben glatt, um eingeschlossene Luft herauszudrücken, kannst du den Fondant an der Seite leicht anheben. Sichere jetzt die Kante, indem du den oberen Teil des Fondants an die Torte drückst, dabei aber nicht an den Fondant ziehen, sonst könnte er reißen. Streiche nun die Seiten mit der einen Hand glatt, mit der anderen Hand hebst du vorsichtig den Fondant an und ziehst ihn in die entgegengesetzte Richtung. Schneide nun grob den Überschuss weg und glätte alles mit einem Fondantglätter. Wenn du Luftblasen siehst, piekse sie mit einer dünnen Nadel vorsichtig auf. Für eine saubere Kante drückt man den Fondantglätter tief in den überschüssigen Fondant am Boden. Dadurch bekommst du eine schöne Markierung, der du beim Schneiden folgen kannst. Für eine scharfe Kante brauchst du 2 Fondantglätter. Ich benutze hierfür 2 flexible. Halte den oberen Glätter über die Kante und streiche mit dem anderen in kleinen Kreisen nach oben dagegen. Dadurch drückst du den Fondant an den Seiten nach oben und kreierst dadurch eine schöne Kante. Für den Weltraumlook habe ich mit einem großen Make-up-Pinsel dunkelblaue und lila Puderfarbe auf die Torte gepudert. Damit der schwarze Fondant zu matt war, habe ich ihn mit etwas silberner Metallicfarbe besprüht, bis er glänzte. Für die Sterne habe ich weiße Lebensmittelfarbe auf einen Pinsel getan und bin dann mit dem Finger darüber gefahren. Das erfordert etwas Mut, aber der Effekt ist sehr schön. Man kann auch statt eines Pinsels eine Zahnbürste benutzen. Für den Todesstern habe ich eine Mulde in einen Styroporball geschnitten und ihn mit grauem Fondant eingedeckt. Dann habe ich verschiedene Rechtecke ausgeschnitten und auf die Kugel geklebt. Das muss auch nicht allzu genau sein. Mit den verschiedenen Modelliertools kann man ein paar Details hinzufügen. Die ganze Kugel wird mit kleinen Fondant-Rechtecken beklebt. Dazu kann man etwas Wasser oder essbaren Kleber benutzen. Um den Todesstern etwas mehr Tiefe zu geben, habe ich ihn mit schwarzer Puderfarbe schattiert. Dazu wird die Farbe einfach um die kleinen Rechtecke herum gepudert. Wenn du mit den Schattierungen zufrieden bist, wird der Todesstern auf die Torte gesetzt. Damit er auch an Ort und Stelle bleibt, habe ich hier einen Schaschlik-Spieß benutzt. Um dem Todesstern noch mehr Details zu geben, habe ich einfach mit weißer Lebensmittelfarbe auf jedes einzelne Rechteck ein paar Punkte gesetzt. Für das Star Wars Logo habe ich gelben Fondant mit etwas CMC gemixt. Dadurch trocknet er schneller und lässt sich einfacher schneiden. Du kannst auch fertigen Modellierfondant oder Blütenpaste benutzen. Rolle den Fondant dünn aus und lege das ausgedruckte Logo darauf. Jetzt kannst du mit dem Modelliertool die Linien nachmalen und kopierst so das Logo auf den Fondant.
Schneide nun die einzelnen Buchstaben mit einem Skalpell oder scharfem Messer aus. Um die ausgerichteten Buchstaben später einfacher auf die Torte zu übertragen, kannst du etwas Kokosöl auf ein Stück Backpapier streichen. Das sorgt dafür, dass die Buchstaben daran haften. Leg das Backpapier auf deine Buchstaben, streiche es fest und dreh das Papier um. Jetzt kannst du die Rückseite mit essbarem Kleber bepinseln und das Backpapier samt Buchstaben aufheben und gegen deine Torte drücken. Streiche alles gut fest und zieh das Backpapier ab. Jetzt kannst du die Buchstaben mit goldener Farbe bemalen. Stelle die Torte nun auf dein Cakeboard und setze die kleine Yoda-Figur darauf. Um die Geburtstagskerzen mehr wie Lichtschwerter aussehen zu lassen, habe ich Griffe mit schwarzem Fondant hinzugefügt und diese silbern bemalt. Um dem Todesstern noch etwas mehr Struktur zu geben, habe ich kleine Löcher in die Rechtecke gedrückt. Und damit war meine Torte fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.